Was ist denn der Organismus? Die Frage nach dem Organismus ist eine ganz wesentliche, weil wir gegenwärtig in der Medizin eine Methodik wählen, wo wir weniger auf den Organismus als auf einen Mechanismus schauen. Mechanismus bedeutet, dass kausale Ursachenverhältnisse ablaufen, dass der zu hohe Zucker Konsequenzen hat und wir aus der Ursache A eine Wirkung B folgern. Im Organismus haben wir nicht nur einfache Ursache-Wirkungsverhältnisse, sondern sogenannte Wechselursachenverhältnisse, wo nicht nur A B hervorbringt, sondern auch B A dann Rückwirkung hat. Insofern besteht alles Leben daraus, dass wir Wechselursachenverhältnisse in einem Organismus vorfinden, was eine ganz andere Herangehensweise im Verstehen, aber auch im Therapeutischen bedeutet. Und Organismus heißt auch immer, dass er in Beziehung steht zum Umkreis, dass er nicht nur für sich alleine leben kann, sondern angewiesen ist auf alles, was ihn umgibt in seinen Lebensprozessen. Und wenn wir uns dann nochmals fragen, auf das Modell des Menschen gesehen, unser Organismus kann ja so sein, wie er ist, weil er Träger ist einer individuellen Ich-Geistigkeit. Und wo ist die jetzt für den landwirtschaftlichen Organismus? Das ist eben noch sehr, sehr zart und fein und vielleicht so vorzustellen, fast wie bei einem Kind, noch mehr umhüllend. Das ist sozusagen noch nicht ganz drin, ja? Sondern es ist wie anwesend und manchmal kann es in einzelnen Momenten wie reinschlüpfen und dann ist es wieder mehr drin. So wie wenn ein Kind zum ersten Mal Ich sagt oder eigentlich einen Schritt macht oder so. Also es ist, dieser Organismus hängt zusammen mit dem Begriff der landwirtschaftlichen Individualität und wir sind eine Art als Landwirte Geburtshelfer, dass aus dem großen Lebensorganismus Erde, der sich jetzt individuell inkarnieren kann an den einzelnen Orten, wo wir das unternehmen.